Was hat dieses unscheinbare Kabel zu verbergen? 4 Schichten? Aber warum? Was versucht es zu verstecken? Heute lüften wir das Geheimnis des Koaxialkabels. Wer steckt unter dem Mantel und warum hat es doppelte Schirmung? Koaxialkabel sind ein fundamentaler Bestandteil moderner Kommunikationssysteme. Sie finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, von der Fernsehausstrahlung über Internetverbindungen bis hin zu Sicherheitsanlagen. Der Aufbau eines Koaxialkabels ist dabei besonders durchdacht, um eine stabile und verlustfreie Übertragung von Signalen zu gewährleisten. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Komponenten eines Koaxialkabels und deren jeweilige Funktion. Mein Name ist Norman und jetzt starten wir mit dem Inhalt. Ein Koaxialkabel besteht aus mehreren Schichten, die jeweils eine spezielle Aufgabe erfüllen. Die wichtigsten Bestandteile eines Koaxialkabels sind der Innenleiter, die Isolierung, der Schirm und die äußere Ummantelung. Jede dieser Schichten trägt zu einer sicheren und stabilen Signalübertragung bei, indem sie entweder das Signal selbst leitet, es schützt oder Störungen fernhält. Der Innenleiter oder auch Seele genannt ist die zentrale Komponente eines Koaxialkabels, die das elektrische Signal direkt überträgt. Meistens besteht er aus Kupfer oder einem anderen guten Leiterwerkstoff, der für seine hohe Leitfähigkeit bekannt ist. Der Innenleiter ist entscheidend für die Qualität der Signalübertragung, da er den Stromfluss ohne nennenswerte Verluste weitergibt. In hochwertigen Kabeln wird der Innenleiter oft aus reinem Kupfer gefertigt, um Interferenzen und Widerstand zu minimieren. Die Wahl des Materials und der Drahtstärke beeinflusst die Leistung des Kabels, insbesondere bei höheren Frequenzen. Die Dielektrikumschicht oder einfach als Dielektrikum bezeichnet, ist die Isolationsschicht zwischen dem Innenleiter und der Abschirmung eines Koaxialkabels. Diese Schicht spielt eine entscheidende Rolle für den Wellenwiderstand, die Dämpfung des Kabels und Störungen von außen zu vermeiden. Daher werden verschiedene Materialien für das Dielektrikum verwendet, je nach beabsichtigten Einsatzzweck des Kabels. Ein gutes Dielektrikum hat zudem eine geringe Verlustleistung und sorgt dafür, dass das Signal auch über längere Distanzen mit minimalen Verzerrungen übertragen wird. Je nach Anwendung können spezielle Dielektrika verwendet werden, die auf bestimmte Frequenzbereiche oder Umgebungsbedingungen optimiert sind. Hier eine Tabelle mit einigen gängigen Dielektrikumsmaterialien und deren Eigenschaften aufgeführt. Der Außenleiter, auch Schirm genannt, ist eine metallische Schicht, die das Kabel umgibt und vor äußeren Störungen schützt. Er dient dazu, elektromagnetische Interferenzen abzuschirmen. In der Regel besteht der Schirm aus Drahtgeflecht, Aluminiumfolie oder einer Kombination aus beiden Materialien. Dieser Schirm ist auch wichtig, um das Signal vor Verlusten und Reflexionen zu bewahren. Der Außenleiter kann ebenfalls als Erdung fungieren und dadurch zusätzlich die Sicherheit des Systems erhöhen. In hochwertigen Kabeln kann der Schirm mehrere Lagen aufweisen, um einen maximalen Schutz gegen äußere Einflüsse zu gewährleisten. Der Mantel oder die äußere Ummantelung eines Koaxialkabels schützt alle inneren Schichten vor mechanischen Schäden und Umwelteinflüssen. Sie ist die äußerste Schicht des Kabels und wird oft aus robusten Materialien wie PVC, PE oder halogenfreiem Kunststoff gefertigt. Der Mantel dient nicht nur als physikalische Barriere gegen Abrieb, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse, sondern trägt auch zur Flexibilität und Langlebigkeit des Kabels bei. In bestimmten Anwendungen, zum Beispiel bei Kabeln für den Außenbereich oder in industriellen Umgebungen, kann der Mantel zusätzlich UV-beständig oder flammhemmend sein. Darüber hinaus bietet der Mantel eine gewisse zusätzliche Isolation, um das Signal weiter zu schützen und eine störungsfreie Übertragung sicherzustellen. Neben dem gerade beschriebenen Aufbau von Koaxialkabeln gibt es noch weitere Varianten von Koaxialkabeln, die bestimmte Eigenschaften verstärken möchten oder sich an bestimmten Einsatzszenarien orientieren. Diese Varianten mit ihren Auswirkungen auf den Kabelaufbau schauen wir uns im zweiten Teil dieser Reihe an. Mein Kollege Dimitri fasst alle wichtigen Punkte noch einmal zusammen. Koaxialkabel sind essentieller Bestandteil moderner Kommunikationstechnik. Ihr durchdachter Aufbau, bestehend aus Innenleiter, Dielektrikum, Schirmung und Mantel, sorgen für eine stabile und störungsfreie Signalübertragung. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Varianten, die sich in Schirmung, Verlustminimierung oder mechanischer Stabilität unterscheiden. Wichtig ist, die Wahl des richtigen Kabels hängt von ihrer spezifischen Anwendung ab.
Wir von coax24.de helfen Ihnen gerne, das ideale Koaxialkabel für Ihre Bedürfnisse zu finden. Zusätzlich bieten wir eine große Auswahl an passenden Steckverbindern und fertigen individuelle Kabelkonfektionen für Sie. Bereits ab einem Stück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder Sie es informativ fanden, würden wir uns über ein Like freuen. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne. Alle wichtigen Links finden Sie in der Beschreibung des Videos. Bis zum nächsten Mal.